Alrighty then Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Auf EU8 gibt es einen neuen Vergleich der Gilden, aber bevor wir uns diesen angucken, eine Sache. Ich werde jetzt auf diesem Server, also ich habe schon die letzten 2 Tage eigentlich nicht mehr gespielt. Die Zeit dafür habe ich nicht. Ich habe es ja auch von vornherein erwähnt, dass ich hauptsächlich Gildenvergleich machen will. Die Gilde Haze of Glory werde ich noch darüber informieren, beziehungsweise die haben die Info von mir dann auch bekommen, wenn ihr das Video seht. Und nur eine kleine Anekdote. Darix ist im Moment in der Ehrenhalle der höchste auf Server EU8, dessen Gilde nicht in meinem Vergleich drin ist. Das hat verschiedene Gründe, dass sie im Elevator eben vielleicht noch nicht so gut waren und ich sie daher damals noch nicht gefunden habe. Tatsächlich können wir uns die Werte mal merken. Ist das eine potenzielle Gilde, die schon in die Top 25 packen könnte, Stand jetzt. Nehmen sie jetzt im Moment aber eben noch nicht auf. Das Ganze wird sich dann relativieren, wenn die Gilden 50 Raids geschafft haben. Dann sehen wir es ja auch in der hehren Halle tatsächlich. Aber es gibt eben auch Spieler in der Ehrenhalle, die dann auch kommen, dessen Gilden dann wiederum es nicht geschafft hätten aufgrund der Werte. Also es ist relativ spannend und knapp. Da wir keinen Elevator haben, können wir einfach mal offen reingucken. Also Freedom dominiert die Ehrenhalle nach wie vor. Wir haben auf der ersten Seite fast nur Freedom und dann hinten dazu All That Matters in großer Manier. Sora im Moment von Necropolis, der oder die einzige, der hier irgendwie versucht, die erste Seite noch mit zu belegen. Das ist schon eine krasse Dominanz dieser 2 Gilden, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass diese 2 Gilden wirklich sehr krass unterwegs sind. Ja, also auch andere Spieler natürlich aus anderen Gilden sind krass unterwegs. Zombie übrigens auf der 31, da hat es irgendwie noch einen geschafft. Gerade war er nicht zu sehen. Ja, das ist vielleicht der Creator Code Bonus. Dazu sei zu erwähnen, dass Vars den Level 300 Rekord des Battle Mages geknackt hat. Das war damals offiziell noch gar nicht verlautend im Discord. Wir haben zwar drüber geredet, aber es war noch nicht der Fall. Pablo Escobar hat die Rekorde für den Magier, gerade eben den 300er Rekord eingestellt und er hatte, glaube ich, auch den Fastest Jack the Hammerer besiegt. Ich schaue gerade nochmal nach. Genau, 13 Tage anstelle 14 Tage um einen Tag den Jack the Hammerer als Magier gebrochen und im 300 gebrochen, 5 Tage Ehren als Rentonar, also mit 17 Tagen Level 300 als Mage. Und ja, das hat 22 Tage gedauert zuletzt, also boah, meine Fresse. Also ihn müsste man auch mal fragen, was er tatsächlich investiert hat für diesen Rekord. Ja, und Stehseitel hat nun offiziell den Level 300er Rekord aufgestellt. Jacks Rekord sogar nach 10 Tagen hat er ja aufgestellt, also sehr, sehr schnell auch gepusht, erfolgreicher, höchstwahrscheinlich im PvE als der Magier. Man müsste die beiden jetzt auch mal gerade untereinander dann vergleichen, damit man weiß, wie viel effektiver vielleicht dieser Necromancer ist oder ob er überhaupt effektiver ist. Ich werde mal versuchen, das rauszufinden, beziehungsweise mal Capso anschreiben, ob er eine Meinung dazu hat. Außerdem möchte ich, wenn wir keinen Elevator oder sowas haben, einfach mal gucken, wer auf der 500 ist. Lupa auf der 500 von Antaiku. Hat hier schöne Edelsteine bekommen damals am Elevator, hat die Epics am Start. Jetzt war ja kein krasses Event, schön ausgeglichen geskillt. Ja, ist ein guter Char. Antaiku, können wir uns bemerken, ist auch wirklich gut unterwegs. Dann kommen wir mal in die Gilden. Wir fangen mit Platz 29 an. Arani Legio hat auch wieder Progress gemacht. Klar, Elevator haben wir jetzt nicht mehr aktualisiert. Raids sind von 12 auf 27, Durchschnittslevel um 35 höher geworden und 44 Ritterhalle-Punkte haben sie auch geschafft. Ihr könnt euch diese Werte merken. Im Vergleich, im Overall-Gilden-Vergleich sind das echt sehr, sehr gute Werte. Und natürlich, klar, die Gilden, die weniger haben, können schneller aufholen. Trotzdem schön, dass so eine Gilde auch dran bleibt. In meiner Liste sind sie trotzdem nur Rang 29. Ich vermute, overall gesehen auf dem Server sind sie im Moment nicht Top 30. Da sind noch ein paar Gilden halt ein bisschen stärker. Aber wie schon eingangs erwähnt, wird sich das im späteren Verlauf des Vergleichs auch mal negieren. Blue Ocean darüber, haben wir schon gesehen, ist auch dabei. Die haben 35 Level ebenfalls gemacht, aber in der Ehrenhalle sind sie gar nicht so weit gekommen im Verhältnis. Und ja, da sieht man, dass Arani Legio hier einen kleinen Fortschritt gemacht hat. So, dann haben wir Naneoan. Auch die sind im Level gestiegen, 30 Level gemacht, 34 im Progress. Die haben jetzt auch schon 29 Raids geschafft.
sind kurz vor der 500. Ich denke, beim nächsten Vergleich haben die 500 geknackt bei der Ritterhalle, also auch ein guter Progress. Aber man sieht rein von den Rohwerten her, Arani Legio dort von diesen 3 Gilden bisher am besten unterwegs. Emerito Passianzo, die müssen wir mal rot oder müssen wir irgendwie mal anders farblich markieren, beziehungsweise den Gildennamen rot markieren, denn Emerita Passianzo hat nur 6 Level gemacht, minus 10 Ritterhalle. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sie gerade erst 46 sind. Also hier hat diese Gilde wahrscheinlich einige gute Spieler verloren, weil eben auch das Durchschnittslevel im Verhältnis deutlich schwächer nur nach oben gegangen ist. Und mal gucken, ob die Gilde sich halten kann. Die haben auch nur 24 Raids, also sie sind im Moment auf dem absteigenden Ast und das tut mir natürlich immer so ein bisschen leid. Ich kenne die Hintergründe nicht. Werden wir also beobachten, ob die Gilde vielleicht rausfällt. Übrigens, die Gilde vom letzten Mal, die jetzt komplett rausgefallen ist Deadly Sins. Dann kommt Sons of Liches. Sons of Liches auf 178er Durchschnittslevel, also hier deutliche Gap bei den Gilden. Bei der Ritterhalle sind sie noch ein bisschen hinterher, haben 27 Raids geschafft, Level-Progress sehr gut mit 31, Ritterhalle halt, Verhältnis auch nicht so gut, aber auch die sind nur 49 Leute, das heißt, da kommt vielleicht nochmal eine Ritterhalle von 8 dazu oder so, dann sieht das schon wieder ein bisschen freundlicher aus. Darüber liegt Hellmine, jetzt hier sind wir also in den Top 25 und ich muss sagen, 2, 3 Gilden eben, die wir ja auch gesehen haben, die nicht im Vergleich sind vom Durchschnittslevel noch höher als die beiden, also man kann grob sagen, dass diese Gilden jetzt hier um die Top 25 kämpfen, respektive Top 30. Und Hellmine hat aber auch schon eine sehr gute Ritterhalle. Die haben auch schon 31 Raids, also die haben hier einige prozentuale Vorteile. Die hatten sie auch schon vorher. Also der Unterschied zwischen diesen Gilden auch bei den Raids ist nach wie vor da. Klar, die machen pro Tag 1, 2 Raids und das geht durch wie Butter. 30 Level im Progress, 25 Ritterhalle. Das ist solide und ich denke mal, Hellmine wird sich gegenüber den anderen Gilden im Moment durchsetzen. Natürlich, Emerito Passianzo haben sie hinter sich gelassen im Moment. Und auch ganz Brave dabei ist The Brave mit 181er Level im Schnitt bei 29 Raids, haben viele Level gemacht, auch sehr gute Ritterhalle im Verhältnis, also die hatten eine richtig gute Woche und sind damit jetzt tatsächlich etabliert im Kampf um die Top 25. Das war vorher noch ein bisschen unscheinbarer, sie sind einige Plätze hochgerutscht. Ja, und ebenfalls gut dabei die Dungeon Hunters, die wir ja noch nicht von vornherein haben. Sie sind sogar noch einen Ticken stärker unterwegs gewesen als The Brave. Ist immer noch alles sehr knapp, aber auch die haben sich abgesetzt dadurch vom Rest der Gilden und sind damit etabliert im Kampf offiziell um die Top 25. Hier muss man auch dazu sagen, ist halt der Rohwert der Hall of Night schon echt sehr, sehr gut mit 510. Das ist fast Topwert der letzten Zeit gewesen. Also das sehr, sehr gut, auch mit 30 Raids gut dabei, können wir noch viel erwarten. Dann kommt Bar des Eteulis. Und hier war nicht so richtig sichtbar, wo die Gilde hingeht, hatte gefühlt immer einen sehr guten Progress gemacht. Auch jetzt sind sie wieder gut dabei mit 31 Leveln, 33 Ritterhalle und 30 Raids. Aber sie müssen aufpassen, ne? Die Dungeon Hunters und The Brave waren einen Ticken stärker unterwegs. Das sind keine Riesen-Level. Ja, kann auch mal abhängig sein, wer wann pusht. Trotzdem ist das hier sehr enges Feld zwischen diesen 3 Gilden im Moment. Und der Rohwert der Ritterhalle ebenfalls im Verhältnis gar nicht so stark. Also da müsste eigentlich noch ein Ticken mehr kommen, wenn man konkurrenzfähig bleiben möchte. Ja, und hier begrüße ich jetzt mal die Gummibärenbande. Das ist auch eine Gilde, die ich vorher noch gar nicht drin hatte. Die habe ich mir ausgesucht, weil sie halt einen geilen Nicknamen hat. 188er Durchschnittslevel und die sind damit voll drin im Kampf um die Top 25. 480 Ritterhalle. Was hier ein bisschen negativ auffällt im Verhältnis sind die Raids. Also da müssen sie schnell nachholen. Also rein, ich weiß nicht, wo die Gummibärenbande vorher stand, aber wenn man jetzt rein auf die Raids guckt, könnte man halt fast vermuten, dass vielleicht speziell Emerito Passianzo-Spieler in die Gummibärenbande gewechselt sind. Das ist jetzt nur eine reine logische Vermutung, beziehungsweise die Serverdynamik dazu geführt hat, dass die Gummibärenbande vielleicht auch kürzlich einige Verstärkungen bekommen hat im Verhältnis und dadurch jetzt hier definitiv auch in diese Top-Liste gehören. Und da wird es vor allen Dingen wichtig sein zu sehen, wie sich die Gummibärenbande entwickelt. Sie haben gutes Rohmaterial mit diesen Werten, können definitiv die Top 20 angreifen, müssen bei den Raids nachziehen und müssen halt auch
diesen Fortschritt solcher Gilden halt auch mindestens mitgehen, wenn sie da oben bleiben wollen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Spatzapat ist hier am Start. Letztes Mal hatten die zweitbeste Ritterhalle im Progress. Dieses Mal sind sie nicht bei den Top 3 dabei, hatten aber trotzdem auch eine sehr gute Woche, kann man so sagen. Also sie sind nur 49 im Moment. Also haben trotzdem mit 39 Ritterhalle gepunktet und 35er Level. Also wer weiß, ne, wo die hier gelandet wären bei der Ritterhalle mit noch einem weiteren Spieler. Also nicht ganz Top 3, aber trotzdem sehr gut dabei. Hier ein sehr guter 19. Platz. Ich würde sagen, sie haben sich im Moment weiterhin in den Top 20 gehalten und sind immerhin die zweite Gilde bis hierher, die über 500 Ritterhalle-Punkte geschafft haben. Das ist ja auch schon mal was. Und da kommen wir auch mal zu einer Gilde, die eine sehr gute Woche hatte. Der Malocha-Trupp ist ja nicht von vornherein dabei, hat sich aber richtig reingearbeitet. Also die haben ihrem Gilden haben jede Treue gegeben. Wir sind kurz vor Level 200 hier bereits bei Platz 18. Deutlicher Unterschied im Durchschnittslevel zu den anderen Gilden. Bei der Ritterhalle nicht ganz. Trotzdem noch gut unterwegs. Auch hier 30 Raids. Und da sieht man halt natürlich 4 Gilden um die Gummibärenbande herum, die einfach 10% mehr XP und Gold farmen. Im Moment, das ist schon nicht zu vernachlässigen. Und Malocha-Trupp gerade bei den Level mit 42 dabei. Und 44er Ritterhalle. Also mit Abstand bisher die besten Werte. Rein von der Ritterhalle war nur Arane Legio bisher genauso gut. Und da sehen wir, es reicht trotzdem nicht zu Top 3. Aber beim Level haben sie es auf die 1 geschafft. Ist die Gilde mit dem meisten Level. Hier kann es auch zum Beispiel sein, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass stärkere Spieler reingejoint sind, aufgrund der Serverdynamik. Wenn es so ist, dann Glückwunsch, haltet die Leute, macht weiter so. Ihr seid jetzt definitiv Top 20 Material und greift im Moment eher die Top 15 an. Und die Top 15 könnte interessant sein. Tablova Patrova auch nur 49 Leute im Moment, haben Durchschnittslevel von 198 erreicht, 516 Ritterhalle, die hatten schon eine gute Ritterhalle, haben trotzdem sehr gut performt. Von den Level her sind sie nur ein Level hinter dem Malocha-Trupp gelandet. Also auch dort ist extrem viel Druck nach oben da, hatten wirklich auch eine sehr gute Zeit. Und die We Legions, die müssen jetzt dagegenhalten. Die We Legions sind mit Level 205 auf jeden Fall konkurrenzfähig. 7 Level über Tablova im direkten Vergleich. 517 Ritterhalle, auch nice. Die erste Gilde neben Hallmine mit 31 Raids stand jetzt. Dennoch, im direkten Vergleich sind sie bei den Leveln ein bisschen abgeschlagen. Wobei 33 Level auch eine gute Zahl ist und auch 39 Ritterhalle ist gut. Braucht man gar nicht diskutieren. Sieht im Verhältnis nur schlechter aus. Wie gesagt, wenn natürlich speziell höhere Leute joinen eine Gilde und dadurch die Werte ein bisschen nach oben pushen, dann würde sich das dann im nächsten Vergleich wahrscheinlich wieder in etwas ausgleichen. Und deshalb bin ich da auch gespannt, wo sich die We Legions halten können. Rang 16 im Moment, also knapp vor den oder hinter den Top 15. Und die Top 15 werden im Moment von der Nachtwache abgeschlossen. Die Nachtwache ist ja letztes Mal auch neu hinzugekommen und die haben gezeigt, was sie können. Haben 34 Level gemacht, gutes Durchschnittslevel von 207, haben 506 Ritterhalle, hatten aber vorher eine relativ niedrige Zahl, das habe ich auch angesprochen im Video und die haben mir erstmal gedacht, geil, wir müssen Ritterhalle pushen. Der Herrn Rizzle hat gesagt, macht die Ritterhalle 58 vom Wert her, Topwert dieser Woche. Also die haben ihren Nachteil definitiv etwas wettgemacht, sind damit auf jeden Fall konkurrenzfähiger. Und jetzt muss es nur noch bei den Raids klappen. Da haben sie irgendwie im Verhältnis zu den We Legions zum Beispiel, zu den anderen, gefühlt einen größeren Rückstand. Aber es kann sein, dass vielleicht ein Raid noch fällt jetzt gleich. Da müssen sie darauf achten, weil das sind Prozente, die verloren gehen. An der Top 15 unter 30 Raids ist eigentlich ein kleiner Nachteil. Die Dothraki haben sich auch auf Rang 14 gekämpft. Die sind ja wirklich von Top 20 hochgepusht und halten sich auch. Hatten 34 Level die Woche gemacht, 45 Ritterhalle, haben auch die 30 Raids, sind jetzt auch über 500 in der Ritterhalle. Also im Level und in der Ritterhalle wieder die nächsten 100 geknackt. Das ist eine sehr gute Performance nach wie vor, die Dothraki. Ja, hätte man denken können, dass die vielleicht abfallen am Anfang des Serverstarts, aber nö, die haben sich gehalten und die haben auch Bock, hier oben weiter zu bleiben. USKKH Poponica, bei denen
sieht das Ganze nicht ganz so stark aus im Verhältnis. Sie haben jetzt ein bisschen abgegeben an Abstand zu den meisten Gilden, die wir hier oben sehen. Haben im Verhältnis nur 24 Level gemacht, aber man darf nicht vergessen, es war jetzt nur ein XP-Event, kein krasses Event. Wenn die Leute natürlich schon hoch gepusht sind im Level, können sie nicht so viel Level machen. Das heißt, es könnte auch einfach damit zu tun haben. Bei der Ritterhalle sind sie ja berechtigt da oben. Also auf Platz 13, bisher die höchste Ritterhalle, 529. Das war auch ein guter Progress mit 30 Leveln, 32 Raids. Also sie sind, denke ich mal, stark genug, die Top 13 im Moment zu verteidigen. Aber sie sehen, Dothraki, Nachtwache, die haben alle Bock. Auch die anderen Gilden weiter unten, die haben alle Bock, hier im direkten Vergleich mal ein bisschen besser dazustehen. Sensitive Resort hatte letztes Mal die meisten Level gemacht. Und sie sind jetzt mit Level 224 da oben in der Ritterhalle von 495. Man muss sagen, 22 Level im direkten Vergleich, als Bonika sogar etwas niedriger, aber in der Ritterhalle mit 46, ja, drittbester Wert der Woche, natürlich eins höher als Dothraki, aber trotzdem sehr gut performt, aber auch Sensitive Resort hatte nachzuholen. Also die beiden Gilden, die wurden von mir definitiv ermahnt und sie haben es gemacht. Dementsprechend kann ich da nichts sagen. Im Moment sehe ich auch diese Gilden eher im Top 15 Bereich als jetzt im etablierten Top 10 Bereich. Die Abstände zwar vom Durchschnittslevel sind schon unterschiedlich zwischen den Gilden, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Kämpfe also bis Wheel Legions runter langfristig knapp werden können. Also klar, 20 Level, aber wenn das hier so weitergeht, dann gleicht sich das auch noch ein bisschen aus. Also ich bin gespannt. Ready for War macht nochmal einen kleinen Step nach oben im Level und auch in der Ritterhalle sind jetzt hier Rang 11 und hatten solide 32 Level, 33 Ritterhalle. Kann man nicht meckern da oben. 32 Raids auch, wie Bonika. Also bessere Boni. Sieht ganz gut aus. Die beiden, also die drei Gilden sind natürlich auch sehr knapp im Kampf um Rang 11 im Moment und Rang 10 ist dann nicht viel weiter weg. Shadow Syndicate, beim letzten Mal hatten sie die beste Ritterhalle-Progression geschafft und sind jetzt bei 227er Level und 514 Ritterhalle. Bei der Ritterhalle im Verhältnis diesmal nicht so gut performt, aber im Level dritthöchster Wert, wie wir sehen. Und dementsprechend ist mit denen zu rechnen. Die haben sich da jetzt ein bisschen vorgekämpft. Ne? Wir sehen im direkten Vergleich 22 Level, 32 Level, 24 Level. Das Shadow Syndicate hat sich an diesen ganzen Gilden vorbeigeschoben mit diesem Push. Wo auch immer er herkommt, wissen wir nicht. Die Frage ist, können sie das halten oder verschiebt sich das wieder? Also Rang 10 bis Rang 13 extrem knapp. Und im Verfolgerfeld bis Rang 16 kann jede Gilde, wenn die halt auch gleich mal 14 Level mehr machen, dann auch vorpushen. Es ist wirklich sehr spannend auf dem Server, auch im Mittelfeld. Da haben wir nämlich noch eine Gilde, die da mitmischt. Requiem Aeternam. Im Moment 9, weil die auch 38 Level gemacht haben. Die haben sogar 35 Ritterhalle geschafft. Der Woche, die hatten halt auch ein bisschen nachzuholen. Alle sind so bei 31, 32 Raids. Also hier geht dieser Kampf sogar bis auf Rang 9 hoch im Moment. Also Top 10 ist wirklich echt gut erreichbar für alle Gilden im Moment ab Rang 16. Und ja, könnte sein, dass wir noch in diesem Jahr da Verschiebungen sehen. Spätestens aber, wenn wirklich alle die Raids gepackt haben, wird es sehr, sehr spannend werden. Und Antaiku hat man ja vorhin schon erwähnt, ne? Den Rang 500 Spieler bei Antaiku mit 236 Level. Das letzte Mal hatten die meisten Level gepackt und haben diesen Vorsprung nicht halten können, aber 25 Level sind bei diesem Ausgangswert von 206 wirklich schon echt gut. Sensitive Resort hatte ja 202 zum Beispiel. Die haben nur 22 Level geschafft, also gegenüber Sensitive Resort, die auch schon über 200 waren, haben sie sogar aufgebaut. Die Ritterhalle ist auch sehr gut, zweithöchster Wert im Moment von allen Gilden, 33 Raids sogar, also die erste Gilde hier, 33 Raids, ich würde sagen, die Top 8 sind damit nochmal, also Top 9 bis 13 ist ja extrem schwer, knapp, ich denke Rang 8 ist da nochmal 10% over the top. Und der direkte Konkurrent von Antaiku ist der Stammtisch. Stammtisch beim letzten Mal auch sehr viele Level gemacht.
Die haben 31 Raids jetzt, 233 Durchschnittslevel, 511 Ritterhalle. Hier sieht man in der Ritterhalle auch sehr gut performt. War auch notwendig, um die Position zu erhalten. Im direkten Level ist Antaiko näher an die rangekommen. Ja, also hier ist, der Fight ist vielleicht closer als der Fight von Rang 9 bis 13 zu Rang 8. Und da muss der Stammtisch aufpassen. Die 2 mehr Raids Stand jetzt könnten da auch ein bisschen reinspielen. 4% mehr XP pro Quest. Da muss der Stammtisch wirklich gucken, dass sie nicht verlieren. Ich meine, man kann auch mal was verlieren. Ich meine, Antaiko war ja 7. Auch im Elevator. Also tendenziell schieben die sich vielleicht vor den Stammtisch. Ja, aber es ist nur eine Tendenz im Moment. Und dann gibt es einen kleinen Abstand. Und die Himmelskrieger waren ja immer so ein bisschen für sich. Die hatten beim letzten Mal die meiste Ritterhalle gepackt. Haben jetzt 238er Durchschnittslevel, die Ritterhalle von 512. Hatten also mit 26 und 27 eine solide Woche. Auch die haben 33 Raids. Ich denke, die Himmelskrieger haben sich damit definitiv auch vor den Verfolgern, direkten Verfolgern etabliert auf Rang 6. Und damit sind sie auch etwas näher rangerückt an die Exiles. Ja, die Exiles mit 240er Durchschnittslevel und 529 Ritterhalle-Punkte sieht formal erstmal stärker aus, aber wir sehen, dass gerade im Levelbereich die Himmelskrieger aufgeholt haben. Dafür in der Ritterhalle hat Exiles im Moment ein bisschen mehr gemacht. Das sind 11 Punkte. Das kann natürlich bedeuten, die relativ wenig haben, haben nachgezogen. Bin mir nicht sicher, was für Events kommen, aber eins ist klar, dass natürlich Festung vielleicht jetzt erstmal wieder hochgepusht wird bei einigen Spielern dieser Gilden. Und dementsprechend kann sich so eine Ritterhalle auch mal schnell verschieben. Ich sehe da die Level als etwas gewichtiger und da ist Himmelskrieger ein bisschen rangerutscht, aber das heißt nicht, dass beim nächsten Mal Exiles vielleicht nicht wieder ganz woanders steht. Aber Exiles hat ja zuletzt auch schon im Elevator relativ knapp mit Hubikov kämpfen müssen. Und Hubikov, die haben sich im Level jetzt vorgeschoben, beziehungsweise sogar noch weiter vorgeschoben, weil auch die haben 26 Level geschafft. Bei der Ritterhalle hatten sie schon einen relativ guten Wert, da sind sie noch vor den Exiles um 2 Punkte. Heißt jetzt nicht viel, 33 Raids, 32 Raids. Aber Exiles, ja, auf der einen Seite müssen sie Hubikov irgendwie schlagen, auf der anderen Seite die Himmelskrieger von sich weghalten. Das wird keine einfache Aufgabe werden. Ja, und damit haben wir die Top 4, kommen wir zu den Top 3 und da gibt es dann nochmal einen kleinen Vorsprung von 3 Leveln für Necropolis. Ja, 22 Level im Progress. Sieht im Verhältnis nicht ganz so gut aus. Aber sie haben die zweithöchste Ritterhalle mit 51 Punkten und das muss man auch mal honorieren. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie beim letzten Mal auch noch verhältnismäßig weniger hatten. Auch die, also alle die deutlich im Schnitt oder Unterschnitt waren, haben nachgezogen. Und das ist wichtig, weil das gibt bessere Steine und das kann notwendig sein für die Dungeons. Damit fallen vielleicht auch wieder Level. Also ich kann das jetzt nicht bewerten. Das Durchschnittslevel war schon 230, ne? Also von 223 zu 230 Durchschnittslevel ist extrem. Ich gehe nach wie vor davon aus, auch aufgrund der Einzelspieler, dass Necropolis dort schon Rang 3 bleibt erstmal. Und ja, aber ein bisschen verloren hat oder nicht ganz so viel aufholen konnte zu den Top-Gilden. Die gucken wir uns jetzt nochmal an, aber wir sehen, die 22 von Necropolis sieht gar nicht mehr so schlecht aus, wenn man bedenkt, dass die anderen Gilden, All That Matters und Freedom, nur in Anführungszeichen 15 und 16 Level gepackt haben. Die schlechtesten Werte theoretisch. All That Matters hat in der Ritterhalle wieder Rang 1 eingenommen mit 588. Also beim nächsten Mal sehen wir dort einen 600. Freedom aber auch trotzdem 26 Ritterhalle-Punkte nachgezogen. Freedom mit 34 Raids. Also sie halten immer zum Zeitpunkt der Aufnahme definitiv ein Raid mehr. Können also immer tendenziell 2 XP mehr farmen im besten Falle pro Tag. Das ist schon krass. Und ja, wie gesagt, diese 22 von Necropolis sehen da jetzt wieder viel besser aus, weil eben die Leute jetzt in der Zeit trotz XP-Event nicht gepusht sind. So viele Leute, die Dungeons gepusht sind, die können nicht noch mehr Dungeons pushen. Und in den anderen Gilden werden halt hin und wieder
Dungeons gefarmt. Also die Leute haben tendenziell vielleicht mehr XP eingenommen pro Level. Und dementsprechend gibt es diese Werte. Aber die Gilden haben so einen krassen Abstand, das wird ganz schwierig sein, für die anderen da ranzukommen. Und ja, dementsprechend sind wir durch. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da gibt oder wenn ihr zum Beispiel bei einer der Gilden unterwegs seid, wie eure Sicht auf den Server ist. Also solche Sachen könnt ihr immer gerne reinpacken. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder mit dem Gildenvergleich. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.